Zypern, Zypern, Zypern und nochmals Zypern. Hallo, mein Name ist Sören Hinkel, ich bin euer Consulting Coach und im heutigen Teil der Videoserie über das Auswandern nach Zypern, Leben auf Zypern, Immobilien auf Zypern, Firmengründung auf Zypern, Steuern sparen auf Zypern. Im heutigen Teil der Videoserie möchte ich mit euch über die Erwartungshaltung an die Insel Zypern und generell die Erwartungshaltung, die man beim Auswandern aus Deutschland haben sollte, sprechen. Lasst uns heute mal über die Auswanderung nach Zypern sprechen und über die Erwartungshaltung, die damit verknüpft sind. Bevor wir auf Zypern kommen, generell, du wohnst in Deutschland, Österreich, Schweiz, in einem deutschsprachigen Land und du wohnst in einer Industrienation. Das war mir vor meiner Auswanderung eigentlich auch nicht so richtig bewusst. Man hat das immer alles als gegeben wahrgenommen, dass zum Beispiel, dieses Märchen, dass die Züge immer pünktlich sind, dass alles seine Sauberkeit und Ordnung hat, dass alles funktioniert wie ein Uhrwerk, alles ist perfekt organisiert und geregelt. Und ja, wenn du im deutschsprachigen Raum wohnst, dann ist das auch so. So, und das ist für uns, wenn du noch nie woanders gelebt hast, dann ist das wie die Luft zum Atmen. Das ist wie der Fisch, der Goldfisch in seinem kleinen Glas Wasser. Der sieht das nicht, der nimmt das als normal wahr. So. Und dann kommst du nach Zypern und Zypern ist nicht wie Deutschland eine Industrienation. Zypern ist eine mediterrane Insel. Das bedeutet, Zypern hat eine Inselmentalität. Wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben die Industrienation-Mentalität und das ist für uns vollkommen normal und dann kommst du hierher und triffst auf Inselmentalität. Und diese Inselmentalität, das ist nichts speziell Zypriotisches. Das ist eigentlich auf jeder Insel so. Das ist auf Kreta so, auf den Kanaren ist das teilweise so, soweit ich das beurteilen kann. Aber diese Inselmentalität, die entsteht halt vollkommen automatisch, wenn du isoliert als Völkchen auf deiner kleinen Insel lebst. So. Und was bedeutet diese Inselmentalität? Das ist zum einen bedeutet es, dass du hier auf Zypern in vielen Bereichen 10 Jahre zurück in der Zeit bist. Du bist auf Zypern zeitversetzt 10 Jahre zurück. Das heißt, aus einer Industrienation kommt, viele Dinge, die für dich selbstverständlich sind, die gibt es hier auf Zypern in dem Umfang oder Ausmaße, wie du sie kennst, gibt es sie nicht. Oder sie sind nur sehr abgeschwächt und spartanisch vorhanden. Habe ich dafür ein Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ich musste mit meiner Freundin vor ein paar Monaten im Immigration Office in der Ausländerbehörde in Nicosia mussten wir einen Termin machen wegen Dokumenten und Papieren. Und dieses typische Inselmentalitätsding ist, dass auch die Behörden nicht wirklich gut funktionieren und überhaupt nicht organisiert sind. So, wir mussten ungelogen 42 Mal dort anrufen auf dem Festnetz, bevor jemand das Telefon abgenommen hat und uns einen Termin gegeben hat. Und das ist Standard, das ist keine Ausnahme. So, wenn du in Deutschland bei einer Behörde anrufst, einmal, zweimal, vielleicht dreimal, wenn es eine große, überlastete Behörde ist, dann hebt jemand den Telefonhörer ab. Aber hier, du musst dich durchbeißen. 42 Mal haben wir angerufen, ungelogen, und dann haben wir unseren Termin bekommen. Alles ist normal gelaufen soweit. Aber das ist diese Inselmentalität, auch dieses spanische Mañana, Mañana, das ist auf Zypern, heißt das Cigar, Cigar, also auch morgen, morgen. Und das wird hier auch aktiv gelebt. Die Leute hier sind generell, also das klingt jetzt alles sehr negativ, das hat natürlich auch seine Vorteile. So, die Leute sind entspannt, gelassen, auch mit dieser, es funktioniert schon oder es wird schon Mentalität, gehen die ans Leben ran und irgendwie funktioniert es auch und es wird halt auch. Aber wenn man aus Deutschland kommt, speziell, ich spreche ja jetzt Dienstleister an, Berater, Consultants, die eine One-Man-Show sind, also wo du selber dein Unternehmen bist, Dienstleistung, Beratung, Serviceleistung an deine Kunden erbringst. Ja, wir haben eine komplett, sagen wir mal, analytische und lösungsorientierte Herangehensweise an unseren Job. Unser Job macht uns so. So, und dann kommst du auf Zypern an und hier ist nichts mit analytisch und lösungsorientiert. Hier ist so, der kennt den, hier kennt jemand. Und im Endeffekt, du musst immer überall hinterher telefonieren, du rufst irgendwo an, du bist nicht erfolgreich, die wissen es nicht, die können es nicht, die haben es nicht, dann geben sie dir eine neue Telefonnummer, ruf bei dem an, der hat's, der kennt's, der weiß es, dann telefonierst du 5, 6 Mal hin und her und dann hast du es auch irgendwie. So, in Deutschland ist ein Anruf oder Webseite, zum Beispiel in Laden oder so, du willst vorher was checken, guckst du auf der Webseite, haben die das da? Ja, und dann fahre ich da rum. Auf Zypern, die meisten Läden, die haben hier keine Webseiten. Oder wenn sie Webseiten haben, dann sind die uralt, sehen scheiße aus und sind auch überhaupt nicht geupdatet. Das heißt, selbst wenn die so ein Shop-System dahinter haben, dann ist das überhaupt nicht geupdatet. Also online ist es vorhanden, dann fährst du in den Shop, ist nicht da. So, das ist auch diese Inselmentalität. Das Schöne ist,
Wobei, das muss ich noch sagen, wenn es ums Internet geht, die sind hier gut. Du kriegst hier halt auch vernünftiges Internet und 10 Jahre zurück in der Zeit, okay, meine Freundin ist im Beauty-Bereich tätig, das was jetzt zum Beispiel, sie ist Russin, was in Moskau als Beauty-Standard gilt in Sachen Augenbrauen, Wimpern und Permanent Make-up, was da als Standard gilt an Qualität der Arbeit, das fängt sie jetzt an hier quasi zu implementieren, weil hier halt die Qualität der Arbeit einfach 10 Jahre oder 5 Jahre der Zeit hinterherhinkt. Und das ist mit vielen Sachen so, also auch mit der Bausubstanz, mit Immobilien. Hier wird erst seit ein paar Jahren qualitativ gut gebaut. So, vorher war halt Schrott. So, und das ist diese Mentalität, dass du einfach auf gewisse Dinge, die du schon gewohnt bist in Deutschland, noch länger warten musst, bis die hier vollumfänglich dann implementiert werden. So. Das hat natürlich auch Vorteile. Wenn du mal drinne bist in diesem Netzwerk, also Inselmentalität ist auch, hier gibt es 6 Großfamilien oder 7, 8 Großfamilien über Generationen hinweg und die kennen sich alle, jeder kennt hier jeden. Deshalb baut hier auch keiner Scheiße. Zypern ist eine mega sichere Insel, weil wenn hier mal ein Auto geklaut wird oder hier irgendwas nicht ganz Koscheres passiert, hey, die Polizei, die macht 3, 4 Anrufe und dann kriegen die das raus. Also Zypern ist sehr sicher, weil jeder jeden kennt. Wenn man nicht drin ist, wenn man kein Teil davon ist, ist es sehr schwierig, dann läuft man sehr oft gegen die Wand. Aber wenn man hier ein bisschen angekommen ist, es geht meistens mit einem Steuerberater los oder mit einer Anwältin, so die ersten Business-Kontakte, die man hat und sich aufbaut, das werden dann auch private Freunde, auch wenn sie immer noch Business-Kontakte sind. Und dann fängt man an, ja, kennst du den, dann kommt man rein in das Netzwerk, das braucht aber Zeit. Am Anfang bist du halt der Gringo und zahlst hier auch dein Lehrgeld, aber mit der Zeit wächst du da rein. Und der Vorteil ist, was ich gut finde, hier hat die Familie noch einen relativ hohen Stellenwert und das zeigt sich in diesen Sachen, dass man sich kennen muss, die ich gerade halt erzählt habe, aber dass die hier auch sehr viele Kinder haben. Die Familie hat einen hohen Stellenwert, Familienoberhaupt ist vielleicht noch ein bisschen eine patriarchische Gesellschaft, wenn man es so ausdrücken möchte, was aber an sich halt nicht. Ich finde das nicht schlimm. Also die sind super kinderfreundlich hier alle. Ich selber, ich habe noch keine Kinder, aber Freunde, die Kinder haben, wenn die zum Fleischer gehen, die Kinder kriegen da immer noch eine Scheibe Wurst oder kriegen einen Lolli im Supermarkt geschenkt. Und auch die älteren Leute. Also Zyprioten sind super kinderfreundlich. Kinder sind hier noch was wert. Kinder haben hier einen Stellenwert, werden sehr gut behandelt. Ja, finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Also ich glaube, Zypern ist eine gute Insel, um seine Kinder hier großzuziehen. Es ist sicher, sie wachsen behütet auf. Natürlich, ja, Zypern ist keine Weltstadt, ne? Also Konkurrenzdenken und sowas, was in Deutschland, was ich immer so ein bisschen bemängelt habe, dass die Gesellschaft die letzten Jahre so ein bisschen auseinandergegangen ist, dass so eine Ellbogengesellschaft herrscht. Das ist hier nicht so und das finde ich wunderbar. So, das zum Thema. Keine Industrienation, Inselmentalität, zeitlich gesehen, ja, kommt immer alles ein bisschen später hierher, aber es kommt, man muss halt ein bisschen warten. Nächster Punkt, Business. Jetzt geht es ans Eingemachte. Welche Erwartungshaltung kannst du haben, wenn es hier um Business geht? Ich würde dir von einem Fehler abraten. Mach kein Business auf Zypern. Komm nicht nach Zypern und versuch hier ein Business zu starten, also ein Geschäft zu machen, keine Ahnung. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Restaurant. Viele Leute, die jetzt auch nicht aus der Beratungsbranche kommen, die sagen sich, okay, ich möchte auswandern, ich komme nach Zypern und dann mache ich hier ein Geschäft auf und dann wird alles gut. Das wird so nicht funktionieren. Du solltest auf keinen Fall herkommen, ohne finanzielle Reserven zu haben. So eine Auswanderung kostet auch Geld. Und du solltest auf keinen Fall herkommen, wenn du nicht ein laufendes, funktionierendes, etabliertes Geschäftsmodell in Deutschland hast. Weil vor Ort hier, das wird nichts. Du wirst scheitern. Auf Zypern, mein Steuerberater sagt das auch immer, du verdienst hier kein Geld auf Zypern. Und das stimmt schon. Ich lese das sehr oft ich bin ja auch in diesen Auswanderungsgruppen auf Facebook zum Beispiel drin, da gibt es ja auch diverse Auswanderungsgruppen, speziell auch auf Zypern oder für Zypern. Und ich lese das immer wieder, ist so ein gewisses Muster hinter, ja, mein Mann ist Handwerker oder ich bin gelernte Friseurin, also so sagen wir mal aus dem Gastro- oder aus dem Handwerks- oder aus dem Hotelierbereich. Wir wollen nach Zypern auswandern, mein Mann will dann hier Handwerker werden, Schreiner, Dachdecker oder wie auch immer und dann dieses Mantra, ja, deutsche Handwerker sind weltweit immer gesucht, qualitativ gute Ausbildung, deutsche Handwerker werden auf der Welt immer gebraucht.
Und das ist auch richtig. Aber was viele Leute nicht wissen und nicht bedenken ist, wenn du hier auf der Insel als deutscher Handwerker ankommst, du kennst niemanden und du hast keine Kunden und du wirst sehr schnell feststellen, dass die Zyprioten dich wie einen zypriotischen Handwerker bezahlen, unabhängig von deiner Qualität. Ja, das sitzt jetzt, ich weiß. Du kannst gerne herkommen als Handwerker, du kannst auch im Gastrogewerbe versuchen, ein Restaurant aufzumachen, aber du wirst nach zypriotischen Standards bezahlt. Nur weil du aus Deutschland kommst und vielleicht eine bessere Ausbildung hast und deine Arbeitsqualität besser ist, bedeutet das nicht automatisch, dass du hier mit deutschen Gehältern oder mit deutschen Stundenlöhnen oder mit deutschen Umsätzen rechnen kannst. Du bist auf Zypern. Du wirst zypriotisch bezahlt. Gut, sag mal, wenn du Russisch kannst, in der russischen Community, speziell in Limassol, die zahlen bessere Preise. Die Russen zahlen mehr als die Zyprioten, aber da gibt es halt schon genug russischsprachige Handwerker aus der Ukraine, die halt auch schweinebillig sind. Also mit Russen finanziell zu konkurrieren oder mit Ukrainern ist eine dumme Idee, da gehst du kaputt. Also die verdienen 500 € pro Monat als Angestellter teilweise so. Also Fazit zu diesem Thema. Du solltest bitte dir in Deutschland ein stabiles Business aufbauen. Jetzt in der Beratungsbranche, werd erstmal Freelancer. Ich bin der Consulting Coach, ich beschäftige mich mit Freelancing. Ich verlinke dir hier mal meinen Videokurs, wie man in Deutschland eigentlich Freelancer wird. So, und der erste Schritt ist raus aus dem Angestelltenverhältnis, Freelancer werden. Das mal, ich sag mal, 2-3 Jahre machen, sich seine Kunden aufbauen, seine Routinen aufbauen, dass du weißt, wer du bist, was du hast, mit welchen Umsätzen du kalkulieren kannst, dass deine Kunden dich kennen. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, okay, auf Zypern zahle ich weniger Steuern als in Deutschland. In Deutschland, ich werde ausgeraubt. Und wenn du stabil bist, dann gehst du nach Zypern und kannst von Zypern aus dein Geschäft betreiben. So habe ich es auch gemacht. Ich bin erst selbstständig geworden, erst Freelancer geworden in Deutschland, bevor ich mich dann nach Zypern abgesetzt habe. So. Und so solltest du das auch machen. Weil wenn du hierher kommst und kein Geschäftsmodell hast, dann hast du sofort einen Zugzwang. Du bist sofort unter Druck, Geld verdienen zu müssen. Und es gibt ja diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man dran zieht. Hier ein Business aufzubauen, sich zu vernetzen, zu etablieren, das dauert ewig. In der Zeit sind dann viele finanziell schon ausgeblutet und gehen wieder zurück und meckern, Zypern, alles scheiße, alles blöd, da kannst du nichts machen, wie auch immer. Ja, der Fehler liegt bei ihnen und nicht auf Zypern. So, das ist auch wieder ein wichtiger Punkt in der Erwartungshaltung. Bring dein Geschäft mit, erwarte nicht, dass du hier auf Zypern erfolgreich in kurzer Zeit ein Geschäft starten kannst. So, das klingt jetzt alles so ein bisschen, vielleicht ein bisschen negativ, aber ich versuche einfach eine realistische Erwartungshaltung zu schüren. Es gibt viele Leute, die auf YouTube speziell alles extrem positiv darstellen und das habe ich ja in meinem ersten Video der Videoserie schon erklärt, verlinke ich euch auch hier. Warum die Leute das alles im ersten Jahr super positiv darstellen, das hängt mit den psychologischen Phasen der Auswanderung zusammen. Das ist ein extra Video, habe ich gerade verlinkt. Ich meine, das Positivste an dieser Insel, finde ich, ist das Wetter. Der mediterrane Lifestyle, ein bisschen entspannteres Leben und das Wetter. Du hast gutes Wetter, 320 Tage pro Jahr. Du hast ein gutes Klima. Ich sag mal, die einzigen 2 nicht so coolen Monate sind so ein bisschen der Januar, Februar, würde ich sagen. Da kann es im Winter hier auch schon mal frisch werden. Wobei, wenn du hier am Hafen in Limassol wohnst, du hast das Meer, was dich immer noch wärmt, auch im Winter. Tagsüber immer noch 15, 16 Grad und wenn die Sonne scheint, das merkst du auch immer noch auf der Haut. Die Sonne ist hier einfach viel kräftiger. So nachts wird es dann schon mal kalt. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, seitdem ich hier bin, dass es in Limassol gefroren ist. Also Frost kennt man hier nicht. Das hast du vielleicht alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre mal eine Nacht Frost hier in Limassol. Wenn du es ein bisschen kühler magst, dann kannst du gerne in die Berge gehen. In den Bergen, du hast im Winter Troodos, da liegt Schnee, da gibt es eine Skipiste und einen Sessellift. Du kannst hier im Winter Ski fahren. So. Dann bist du aber auch innerhalb von 20 Minuten oder sagen wir realistisch gesehen von Troodos 40 Minuten, dann bist du hier in Limassol wieder am Meer. Wir haben das zum Jahreswechsel zu 2019 haben wir das so gemacht. Erst in die Berge Skifahren und dann nachmittags ans Meer baden und das an einem Tag. Das geht im Winter auf Zypern beides problemlos. Also das Wetter ist geil, 320 Tage pro Jahr. Das Wetter ist geil, 320 Tage pro Jahr. Das heißt Sonnenschein. Es scheint so gut wie immer die Sonne und das Klima ist das ganze Jahr über eigentlich geil. Und du hast wunderschöne Landschaften, sehr viel Diversität. Alle Ecken sehen anders aus. Ayia Napa
Sieht aus wie die Karibik, du hast kristallblaues Wasser. Paphos sieht so ein bisschen aus wie Kalifornien, finde ich auch ziemlich cool. Limassol ist so ein bisschen Moskau, Miami, versucht einen auf Monaco oder Dubai zu machen. Sollen sie machen, ich finde es trotzdem cool. Und dann fährst du in den Norden, das ist ja die besetzte, das offiziell illegally occupied territory, also das illegal besetzte Gebiet der türkischen Republik Nordzypern. Ich war jetzt letztes Wochenende drüben oben in Kyrenia, da ist jetzt auch im Sommer alles grün, weil sich die Wolken an den Bergen abregnen und in Kyrenia ist alles grün. Also das sieht anders aus als hier, wo es schon relativ trocken und braun ist. Von daher gutes Wetter, gutes Klima, wunderschöne Landschaft, wunderschöne Natur, relaxter Lifestyle. Und wenn du einmal aus diesem deutschen Hamsterrad raus bist, jeden Tag zur Arbeit rennen wie so ein Angestellter und ackern, nicht vorankommen, nichts verdienen und als Freelancer halt nur ein halbes Jahr pro Jahr arbeitest und dann kannst du dir das andere halbe Jahr auf Zypern deine Freizeit genießen und es dir gut gehen lassen, dich um deine Familie, um deine Kinder kümmern. Ist schon, also wenn ich es mit Deutschland vergleiche, Zypern hat seine Nachteile, aber insgesamt gesehen, das Gesamtpaket finde ich super. Das passt mir viel besser als in Deutschland. Ein negativer Punkt, der mich so ein bisschen stört, ist noch diese Geiz ist geil Mentalität auf Zypern. Gut, eigentlich stört es mich nicht so ein bisschen, aber das ist auch so es ist nicht Inselmentalität, aber es ist hier tief im Mindset der Zyprioten drin, Geiz ist geil. Das perfekte Beispiel, das Nationalgetränk ist Frappé. Und Frappé ist im Endeffekt dieser Nesquik Instant Streuselkaffee mit Eiswürfeln aufgewärmt. Also nee, nicht aufgewärmt, halt Frappé ist eigentlich Iced Coffee. Nesquik Instant Kaffee in Wasser aufgelöst und ein bisschen Milch rein und Eiswürfel rein und das ist Frappé, das ist das Nationalgetränk. Also die haben hier guten Kaffee, die haben hier Iced Latte, Iced Macchiato, Iced Cappuccino und alles. Aber die Zyprioten saufen gern ihren billigen Krümel-Instant-Kaffee und die finden das geil. Das ist das Nationalgetränk und das ist auch immer der billigste Kaffee, in Euro günstiger als normaler Iced Latte. Und das sagt viel über die Mentalität. Eine Geschichte über Restaurantbesuche. Also wenn du hier ein Restaurant eröffnest, das habe ich ja schon erwähnt, lass das sein. Das ist, da verdienst du kein Geld. Zyprioten gehen ins Restaurant, in die Taverna mit der ganzen Familie sonntags und dann wird ordentlich kräftig gegessen. So. Und dann kriegen sie also ich habe das erlebt, kriegen sie den Teller serviert und das ist so ein weißer Teller und da war noch was Weißes auf dem Teller zu sehen. Der Teller geht zurück in die Küche, komm mehr, Chefkoch oder Kellner, komm, mehr Pommes drauf, mehr Pommes. Und da darf nichts Weißes mehr auf dem Teller zu sehen sein, dann ist der Teller ordentlich portioniert. So. Und wenn es ums Bezahlen geht, also fressen, im übertriebenen Sinne, und dann, wenn es ums Bezahlen geht, Kumbare, Re, Lisen, Filet, die Kinder essen doch umsonst, die sind so klein, die essen doch nichts und die essen doch umsonst. Ne? Das ist diese Mentalität hier. Also als Restaurantbesitzer, ich würde hier die Krise kriegen. So. Und auch in Sachen Dienstleistungsqualität. Wenn du einen Handwerker rufst, der bohrt dir ein Loch rein, aber der macht den Dreck nicht weg. Und wenn da ein teurer Rechner steht, der packt da auch keine Folie zum Abdecken rüber. Oder wenn die hier die Wände pinseln, der Fußboden mit Plastikboden abdecken, so wie das ein deutscher Maler machen würde. Nee, das ist genau diese Mentalität. Also von daher Geiz ist geil Mentalität in vielen Bereichen. Es muss billig sein, Hauptsache billig. Und Qualität ist dann, ja, scheißegal. So. Bei den Russen hier ist es anders. Die Russen, vor allem die in Limassol sind, die sind alle meistens in guten Jobs angestellt oder Millionäre, Milliardäre, die leben hier ihren geilen Lifestyle und die suchen nach Qualität, die bedienen sich aber in der russischsprachigen Community. So. Ein Punkt, der noch gut ist, ist natürlich, du hast ein gutes Krankensystem, also ein gutes staatliches Gesundheitssystem hast du. Das überrascht jetzt viele. Mich hat es auch überrascht. Also dieses System heißt JESI oder GC und das ist zwanghaft. Das kannst du wie mit Deutschland mit den öffentlichen Krankenkassen vergleichen. Und du zahlst hier auch immer rein, wenn du hier bist. Zum Beispiel als Angestellter zahlst du Teile deines Gehaltes in dieses GC-System ein. Wenn du die Dividenden ausschüttest, zahlst du 2,65% in das GC-System rein, aber halt ein Cap für 180.000.
Details gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Also du zahlst kontinuierlich ein bisschen ein, du kommst da nicht drum herum, du bekommst aber auch was für. Funktioniert eigentlich ähnlich wie das deutsche System. Du hast deinen Hausarzt, das JC hat ein Online-Portal, da kannst du deinen Hausarzt anwählen und dann musst du immer zu ihm gehen, wenn du was hast, und der schickt dich dann an den Facharzt weiter. Wenn du direkt zum Facharzt gehst, zahlst du halt. Ansonsten läuft es über den Hausarzt, kennt man aus Deutschland das System. Das ist gar nicht so schlecht. Also für, ich sag mal, wenn ich jetzt einen komplizierten 8-fachen Bruch im Schienbein hätte, dann würde ich mich hier vermutlich nicht operieren lassen. Dann würde ich es versuchen, noch irgendwie nach Deutschland zu schaffen. Aber für Kleinigkeiten, ich meine, du bist Unternehmer, du rennst ja nicht wie ein Angestellter wegen jedem Scheiß zum Arzt, weil du einen gelben Schein brauchst. Also du gehst wirklich nur, wenn du jetzt zum Beispiel, ich hatte so ein Ekzem am Auge, bin ich zur Dermatologin gegangen, hat sich das angeguckt, oder hier, ich habe viele Leberflecke, so ein Leberfleck-Check einmal pro Jahr für Hautkrebs, das machen die, das ist gar kein Problem. Also dieses GC, also das Gesundheitssystem auf Zypern ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Ich nutze es, ich bin natürlich auch privat versichert für die schweren Sachen, würde ich auch jedem empfehlen, aber das Krankensystem, das Gesundheitssystem hier, JC heißt das, kannst du selber auch nochmal googeln. Das ist besser als gedacht. Das finde ich gut auf Zypern, dass die das haben. Im Endeffekt, als Zwischenfazit, wir sind gleich fertig, als Zwischenfazit. Was kannst du von Zypern erwarten? Darum geht es ja in dem Video. You get what you paid for. Du kriegst das, wofür du bezahlst. So würde ich Zypern einschätzen. Das bedeutet, musst du überlegen, du kommst aus Deutschland, deine Erwartungshaltung ist hoch, du kommst aus einem Hochsteuerland. Wir haben im Endeffekt als Selbstständiger, als Unternehmer bist du locker bei 50% Abgabelast mit indirekten Steuern wie Mehrwertsteuer und Energiesteuern. Du hast 70% Abgabelast locker. So, Deutschland hat Rekordsteuern mittlerweile weltweit. Selbst für OECD-Staaten hat Deutschland Belgien mittlerweile überholt und du zahlst dich dumm und dämlich in Deutschland an Steuern. Und das sind schon wieder neue Steuern im Anflug, dank dieser, ja, wie nennen wir es mal, dieser außergewöhnlichen Situation mit der Pandemie. Und auf Zypern, you get what you paid for. Du zahlst hier 12,5% Steuern, plus wenn du dir Dividenden ausschüttest, noch ein bisschen in dieses Gesundheitssystem, was ich gerade erwähnt habe. Und du bekommst von dem Land das, was du bezahlst. Das heißt, die Infrastruktur ist nicht so gut, wie wenn du in einem Land lebst, welches mehr Steuergelder für Infrastruktur zur Verfügung hat. Auch die Behörden brauchen hier länger, weil die nicht so gut ausgestattet sind. Hier ist viel mehr Zettelwirtschaft als in Deutschland. Die Sachen funktionieren nicht so effizient. Es läuft alles nicht so rund und in vielen Sachen hast du hier niedrigere Qualität. Wenn du was Besseres haben willst, musst du mehr für zahlen. Das habe ich alles in dem Video jetzt erklärt. Aber you get what you paid for. Überleg dir das. Du kommst hierher und zahlst 12,5% Steuern. Was kannst du davon erwarten? So. Von daher jetzt mein Fazit. Wie würde ich Zypern einordnen? Für mich ist Zypern ein Mittelklasse-Steuerparadies. Ich glaube, es gibt eine offizielle Begriffsdefinition zwischen Steueroase und Steuerparadies. Ich glaube, Steueroase im Sprachgebrauch sind diese illegalen Dinger, die nirgendwo anerkannt werden. Und Steuerparadies ist einfach ein Niedrigsteuerland. So. Du bist auf Zypern, du bist in der EU, du zahlst hier nur 12,5% Steuern. Wo hast du das in der EU noch? In Osteuropa, Portugal, Rumänien, da liegst du, glaube ich, bei 10%. Okay. Ist Osteuropa, Bulgarien, Rumänien schöner als Zypern? Weiß ich nicht, ich war noch nicht da, aber ich vermute mal nein. So. Das heißt, Zypern ist ein Mittelklasse-Steuerparadies. Mittelklasse-Steuerparadies, lass uns das mal definieren, was ich damit meine. Es gibt die High-End-Steuerparadiese, die Luxus-Steuerparadiese. Das sind Standorte wie Dubai, Monaco, würde ich sagen, vielleicht auch Singapur. Das sind Standorte, die sind gut entwickelt. Du zahlst da sehr wenig Steuern, aber die Lebenshaltungskosten sind extrem hoch, vor allem wenn es in Sachen Immobilien und Mietpreise geht. So, das sind die High-End-Steuerparadiese. Da gehst du hin, wenn du Millionär bist, wenn dich Geld nicht mehr juckt, wenn du nicht mehr für dein Geld arbeiten musst. Dann gehst du dahin, dann hast du da ein geiles Leben, auch bei hohen Kosten. Dann kommt Zypern als Mittelklasse-Steuerparadies. Es bedeutet, du kannst hier hinkommen, wenn du sechsstellig bist. So. Ich targetiere ja, oder meine Zielgruppe sind ja hauptsächlich Coaches, Consultants, Berater, Ein-Mann-Dienstleistungsunternehmen. Und wenn du sechsstellig bist, das heißt über 100.000 pro Jahr machst, dann ist Zypern perfekt für dich.
Du zahlst, wie schon gesagt, you get what you pay for. Du zahlst 12,5% Steuern, das ist fair. Du bist nicht bei Null Steuern wie in Dubai oder Singapur oder Monaco. Dafür sind hier die Lebenshaltungskosten angebracht. Das heißt, habe ich in einem anderen Video schon erwähnt, ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, bei mittlerem Einkommen, und mittleres Einkommen ist von 100.000 bis 1 Million, ist Zypern perfekt für dich. Wenn du mehr als 1 Million machst, geh nach Dubai, Monaco oder Singapur. Da gibt es ganz andere Plätze für dich. So, von daher ist Zypern ein Mittelklasse-Steuerparadies, für mittleres Einkommen perfekt. Also ich sage mal, was du hier für das, was du bezahlst, bekommst, ist in diesem 100.000 bis 1 Million Bereich perfekt. Da gibt es in Europa, vor allem in Europa, aus meiner Sicht nichts Besseres. So. Und dann gibt es noch die Low-Class, also die unterklassigen Steuerparadiese. Das sind dann die Dinger wie Seychellen, Belize oder Bahamas oder wie auch immer. Das sind die Orte, wo du einfach de facto, oder Vanuatu, das sind diese kleinen Briefkasteninseln, wo du de facto nicht leben willst und nicht kannst, die am Arsch der Welt sind, wo du vielleicht auch günstig leben könntest, kenne ich mich nicht aus, aber das sind Jurisdiktion, so ist das Fachwort, die überhaupt nicht anerkannt werden. Du kannst aus Belize oder aus den Seychellen keinem deutschen Mittelstandsunternehmen oder keinem Konzern oder keiner Recruitment-Firma eine Rechnung schreiben, die erkennen das nicht an. Und wenn die das nicht anerkennen, erkennen das auch die Kunden nicht an. Also die Rechnung wird abgelehnt, du kriegst keine Aufträge. Da hängt ein Rattenschwanz dran. Wenn die Kunden deine Rechnung nicht anerkennen, weil das Finanzamt den Kunden die Rechnung nicht anerkennen würde, weil sie aus deiner Firma aus Belize kommt, dann kauft dich keiner ein. So, von daher, Zypern, Mittelklasse-Steuerparadies, du bist in der EU, du kannst hier Rechnung schreiben nach Deutschland, Österreich, Schweiz, in ganz Europa. Du wendest dann das Reverse-Charge-Verfahren an. Wie das genau in der Praxis geht, da kommen wir später noch drauf. Und du hast hier den Euro, es ist relativ entwickelt, you get what you pay for, 12,5% Steuern für das, was du hier bekommst, ist ein fairer Deal. Von daher Zypern, bei mir Daumen hoch, ich bin seit über 3 Jahren hier, ich werde hier auch noch weiter leben. Und ein wichtiger Punkt, den hätte ich jetzt fast vergessen, du hast durch diesen Non-Dom-Status, wenn du den bekommst, 17 Jahre Planungssicherheit. Dieser Non-Dom-Status, diese Steueroptimierung, die Zypern so attraktiv macht, die behältst du für 17 Jahre und jeder Europäer bekommt das, so gut wie jeder Europäer. Ich kenne keinen Europäer, der da jemals in diesem Antragsformular abgelehnt wurde, in diesem Prozess. Von daher, du hast 17 Jahre Planungssicherheit, das war für mich auch noch ein super wichtiger Faktor, hierher zu kommen. Wo kriegst du 17 Jahre Planungssicherheit? In welchem Mittelklasse- oder High-End-Steuerparadies kriegst du das? Also, von daher, you get what you pay for. Ich mag Zypern. Das war's von meiner Seite. Ich verlinke dir wie immer meine Kontaktdaten unter dem Video. Wenn du Fragen hast, ping mich gerne an, schreib mir. Wir können uns gerne austauschen. Mein Name ist Sören Hinkel. Ich bin dein Consulting Coach und ich liebe Zypern.